So, wir sind angelangt beim Thema E-Sport und das heißt LOL. Da habe ich immer früher an was weiß ich gedacht. Das heißt aber League of Legends. Ich darf euch vorstellen, Gäste, jede Menge Gäste. Zum einen ganz neu im Team seit Oktober erst in diesem Jahr. Hans-Christian Dürr. Pass auf, sein Titel heißt Head of E-Sport. Das ist der Hans, Hans-Christian. Und zu meiner Rechten, zu eurer Linken, den kennt ihr schon, den haben wir schon ein paar Mal hier gehabt. Tim Reichert, Chief Gaming Officer. Tim, also ganz ehrlich, Chief Gaming Officer, das klingt so ein bisschen sexy. Ja, das klingt tatsächlich und in einem Fußballverein noch viel sexier als in einer E-Sport-Organisation. Ich freue mich drüber, ja. Hans-Christian, seitdem du hier bist, seit Oktober, hast du das Gefühl, dass sich schon ein paar Dinge geändert haben bei dir, bei euch im Team? Naja, was heißt geändert? Wir haben gerade unser Team zusammengestellt, sind extrem froh und stolz, für Schalke spielen zu können und ja, sind hier gerade trainieren mit dem ganzen Team und ja, profitieren gerade von der super Infrastruktur des Clubs. Also hat sich schon einiges geändert. Ja. Was steht als nächstes an, die aktuellen naheliegenden oder zeitnaheliegenden Projekte? Was steht auf dem Plan im Moment? Also im Januar werden wir in die Saison starten bei League of Legends. Da spielen wir in der größten Liga in Europa. Und am 19. haben wir unser erstes Spiel und das ist das, worauf wir gerade hinarbeiten. Bei den größten Teams Europas, also bei den 10 besten Europas. Tim, wie ist das einzuordnen? Kann man da in die ganz großen, kann man dazwischen funken? Kommt man da rein in die ganz großen, sagen wir in die Top 4, 5 vielleicht? Also das ist unser Anspruch, den wir haben. Wir wollen unter die ersten 6, sagen wir im ersten Schritt, wir wollen gerne in die Playoffs und wie man so schön weiß, in den Playoffs ist dann auch alles möglich. Dann wollen wir mal von Spiel zu Spiel schauen. Aber erstes Ziel von uns wird ganz klar die Playoffs sein. Hast du das Gefühl, ihr könnt ja auch schon vorher auf die großen treffen, glaube ich. Kann man da zeitweise mithalten vielleicht? Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir haben das Team sehr bewusst zusammengestellt und wir sind auch absolut überzeugt von dem Team und ich glaube auch, wir können mit den Top-Teams der Liga mithalten. Ob es dann über eine ganze Saison reichen wird, werden wir sehen. Wir sind aber vorsichtig optimistisch. Kommt, Hans-Christian, dreh dich mal um. Guck mal, da vor oben sehen wir es, die Jungs. Stell sie ganz kurz mal vor. Haben wir zwar nicht geplant, aber sag mal hier von rechts nach links, wie sie Jungs heißen, was sie machen. Genau, also auf der rechten Seite hier haben wir den Oskar Bogdan. Wander spielt Support bei uns. Danach kommt Erland Holm, aka Nuktak, spielt in der Mitte, Midlane. Danach den Spieler, den wir schon vorher unter Vertrag hatten, den wir weiter verpflichtet haben, Upset Elias Lipp. Spielt Eddie Carey, dann kommt Milo, aka Pride, spielt bei uns im Jungle und Tamash ist auf der Toplane zu finden bei uns, Vizicaci, und auf der anderen Seite haben wir unseren Trainer, der das Team auf der Bühne repräsentieren wird, André Giotto. Ja, vielen Dank, Hans-Christian. Oh, auch für mich neue Namen, neue Gesichter zum Teil. Es geht, Tim, vielleicht die Frage an dich, das Thema im Moment Bootcamp, Schalke oder E-Sport Bootcamp, was ist denn da los? Das hört sich schon mal ein bisschen nach Dschungel an, aber auch ein bisschen nach Kämpfen. Nee, also es ist eigentlich relativ einfach, wenn man es im Fußball vergleicht, ist es das Trainingslager vor der Saison, quasi unser Wintertrainingslager, was die Fußballer als Sommertrainingslager haben. Und die Jungs sind 4 neue plus neue Trainer, die müssen sich einspielen, die müssen sich finden, als Team finden. Und das findet alles gerade hier statt, damit wir am 19. gerüstet sind für den Start. Seid ihr zwar immer dabei beim Bootcamp und so, bist du auch immer Tag und Nacht dabei? Tag und Nacht nicht, aber wir versuchen so viel Zeit mit den Spielern wie möglich zu verbringen, um natürlich auch zu verstehen, ja, woran müssen wir noch arbeiten, wenn wir in die Saison gehen möchten. Aber was uns auch sehr, sehr wichtig war während des Bootcamps, ist, dass wir den Spielern Schalke ein bisschen näher gebracht haben, damit sie auch verstehen, wo sie hier spielen, dass das nicht irgendein x-beliebiges Team ist, sondern damit sie auch die Tradition und die Werte von Schalke ein bisschen kennenlernen. Dafür nutzen wir auch das Bootcamp. Wir sind gespannt auf die neue Saison. Da ist immer allerhand los bei den Live-Übertragungen im Internet. Da drehst du immer am Rad. Vor allen Dingen, wenn man nicht viel versteht davon. Das ist echt heftig. Absolut, einschalten. Tim und Hans, ich kann euch nicht weglassen, ohne vorher einen Fußballtipp abzufragen. Hans-Christian, Pokal-Viertelfinale winkt gegen Köln. Die Kölner sind keine Laufkundschaft im Moment. Was sagst du? Ich würde sagen, wir holen das Ding 3:1. Okay, halten wir fest. Tim? Ich glaube, wir spielen zu 0. Es wird ein 2-0. Nach 90 Minuten? Nach 90 Minuten, es wird kurz und knapp. Okay, vielen Dank an euch. Viel, viel Glück dem ganzen Team League of Legends E-Sport. Und ich sage danke für euren Besuch. Danke Vielen auch. Dank.